Hallo zusammen, heute zeige ich euch die Städte in RailNation. Ich rufe gleich mal die Stadtinfo auf, klicke auf meine Heimatstadt. Wie ihr seht, hat meine Heimatstadt Stufe 3 aktuell und fordert 4 Waren an, die für das Stadtwachstum entscheidend sind und eine weitere Ware, die bereits aus den 4 Waren rausgeflogen ist. Für das Stadtwachstum entscheidend heißt, wenn alle 4 dieser Waren in dem grünen Bereich sind, ihr seht, die Balken haben hier verschiedene Farben, die beiden sind noch rot, die beiden gelb. Wenn noch ein bisschen mehr geliefert wird, werden sie grün. Sind alle 4 Balken im grünen Bereich, levelt die Stadt auf und fordert eine neue Ware an. Eine von den oberen geht dann zu den weiteren Waren und die neue Ware kann ab dem Zeitpunkt dann gefahren werden. Es ist allerdings gar nicht so einfach, alle 4 Balken in den grünen Bereich zu bekommen, weil wie ihr hier unten seht, verbraucht die Stadt alle 15 Minuten Waren. Das heißt, alle 15 Minuten wird ein Stück des Balkens wieder abgezogen und die Spieler müssen dagegen ankämpfen, den Balken wieder möglichst schnell voll zu bekommen. Wer genau welche Ware geliefert hat, seht ihr hier auf der rechten Seite. Also zum Beispiel ist das jetzt die Statistik für Rinder. Eckbert hat hier die meisten Waren gerade geliefert. Dann könnt ihr hier durchschalten, seht die meisten für Bretter, Getreide, Kohle und so weiter. Und wenn ich jetzt auf Holz gehe, seht ihr, dass es hierfür kein Prestige gibt. Die Erklärung ist ganz einfach, es gibt nur Prestige für die Waren, die wirklich für das Stadtwachstum benötigt werden. Das Prestige wird einmal täglich an die besten Lieferanten verteilt. Und wenn eine Stadt auflevelt, gibt es auch nochmal Prestige für die besten Lieferanten der Ware, die nicht mehr angefordert wird danach. Das Aufleveln der Städte ist deswegen so wichtig, weil nur die 10 besten Städte am Ende auch ins Endspiel kommen. Um zu sehen, wie eure Stadt gerade steht, könnt ihr hier in die Statistiken gehen. Dann seht ihr die führenden Städte. Und wie gesagt, die 10 Städte mit der höchsten Stufe hier kommen im Endeffekt ins Endspiel. Und um das zu erreichen, ist es besonders wichtig, sich innerhalb der Stadt abzusprechen mit den anderen Spielern oder auch Gesellschaften. Das könnt ihr zum Beispiel hier im Stadtforum oder auch in einem separaten Stadtchat tun. Da sprechen sich zum Beispiel Gesellschaften dann ab, welche Gesellschaft bei welchem Betrieb die Mehrheit hat, um die Wartezeit allgemein zu verkürzen. Zum Abschluss habe ich noch einige Tipps für euch. Also je nach Spielverlauf, ihr seht ja, ich habe jetzt eine Stadt ausgewählt, die schon weitaus höher gelevelt ist, stellen sich einem gewisse Fragen. Also normalerweise arbeitet man natürlich auf das Level-Up der Stadt hin, aber wie ihr hier seht, kann man oft bei den weiteren Waren deutlich höhere Preise einfahren. Das heißt, zum Ende einer Epoche, wenn ihr vielleicht noch am Bahnhof was ausbauen wollt, empfiehlt es sich auch mal auf die weiteren Waren zu gucken und vielleicht hier den dicken Reibach zu machen und das Stadtwachstum mal kurz beiseite zu legen. Wenn ihr hingegen auf Prestige aus seid, dann empfiehlt es sich, mehrere Städte anzuschließen und in jeder der Stadt einige der benötigten Waren zu fahren, um dann in jeder Stadt das Prestige abzugreifen, um am Ende dann auch in der Rangliste weit vorne zu stehen. Damit ihr kein Tutorial-Video mehr verpasst, könnt ihr jetzt unseren Kanal abonnieren auf YouTube und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei RailNation.